Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Heute wieder aus der Reihe Challenges und Experimente oder speziell Experimente. Ihr seht es vielleicht schon an meinen Gummihandschuhen. Und es hat folgenden Hintergrund, vielleicht seht ihr es auch schon ein wenig. Ich habe einige Flüssigkeiten und Materialien für euch vorbereitet. Wir testen mal, was eurem Autolack so richtig wehtun kann, wenn man es falsch benutzt oder auch zu lange auf dem Lack belässt. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Lasst uns gleich mal mit dem Versuchsaufbau anfangen und ich zeige euch, was wir uns gedacht haben. Ihr seht hier schon mal so einen Infrarotstrahler und eine Tür. Die Tür soll jetzt einfach mal euer Auto sein und die Infrarotstrahlung ist die Sonne. Das heißt, wir versuchen diese Tür massiv aufzuhitzen, genauso wie es bei eurem Auto wäre, wenn ihr in der prallen Sonne steht. Dann haben wir in dieser Tür extra noch ein paar Kratzer vorbereitet, denn die meisten Autos sind nicht ganz neu. Mich interessiert natürlich auch, ob diese Stoffe sich auf dem Lack auswirken oder nur auf den Kratzern oder gar nicht. Dann haben wir natürlich auch Segmente unterteilt, dass wir hinterher das auch auseinanderhalten können. Und wir werden auch diesen Test jetzt nicht nur hier irgendwie auftragen und schauen, was passiert, sondern wir werden das sehr, sehr lange für euch machen. Wir haben auch schon UV-Strahler vorbereitet, werden das Ganze 14 Tage einwirken lassen mit massiver UV-Strahlung, ähnlich wie ihr das vielleicht von einem Solarium kennt. Und da wird sich dann auch zeigen, wie diese Materialien wirklich hier die auf den Lack eingewirkt haben. Und diese Materialien, die ich vorbereitet habe, die seht ihr schon hier hintrapiert. Das sind so diese gängigen Sachen, die ihr auch normalerweise im Alltag besitzt und benutzt. Und zum einen habe ich hier mal ganz klassisches Wasser, wenn ihr euer Fahrzeug wascht natürlich. Und Wasser ist natürlich ungefährlich, aber die Kalkflecken, die dadurch entstehen könnten. Dann haben wir hier natürlich noch Streusalz. Das ist noch hier in der trockenen Mischung. Wir werden das dann auch noch verflüssigen. Dann haben wir natürlich Diesel, Benzin und AdBlue, auch ganz gängig. Kann ja mal sein, dass beim Tanken was daneben geht. Man hat es vielleicht nicht gesehen. Dann so ein paar typische Klassiker, Felgenreiniger, schön großzügig aufgesprüht, vielleicht die Felge nicht richtig sauber gemacht oder auf dem Lack irgendwas noch übrig geblieben. Dann haben wir noch den Insektenentferner, auch sehr gern genutzt, ne? So richtig schön eingesprüht, vielleicht nicht richtig weggewischt. Was passiert da? Und dann haben wir hier noch was Komisches, das schaut so ein bisschen aus wie Bernstein. Das ist tatsächlich getrockneter Baumharz, den werden wir natürlich auch noch verflüssigen. Typische Situation, ja, im Sommer bei warmen Temperaturen unter den Baum gepackt und zack habt ihr dann diesen ganzen Baumharz im Auto. Und eigentlich wollten wir auch noch Vogelkot organisieren. Das hat sich tatsächlich schwieriger gestaltet, als wir dachten. Die ganzen Tiergeschäfte haben so eine Art Trockenstreu unten. Das heißt, alles, was runterfällt, ist sofort trocken, konnten wir nicht weiterverwenden. Und außerdem bekommen die Tiere eben keine Beeren, sondern so trockene Körner. Und die hätten dann auch nicht die gleiche Wirkung. Deswegen heute also ohne Vogelkot. Ja, wir schauen mal gleich, ob die Tür auch wirklich schon die richtige Temperatur hat. Wir wollten es wirklich auch schon realistisch machen. Wir gucken mal gerade. Ich hoffe, du kannst es ein bisschen einfangen. Also ich habe jetzt hier ungefähr so, ja, 60 Grad hätte ich gesagt. Das passt schon ganz gut. Und falls ihr jetzt denkt, das ist ja viel zu heiß, das ist es tatsächlich nicht. Ich fasse jetzt hier mal drauf. Also kann man noch gut die Hand drauf lassen. Das ist wirklich warm, so wie es auch wäre, wenn bei uns das Auto im Sommer draußen steht. Für den Versuchsaufbau passt mir das jetzt. Ich tue jetzt mal unseren Strahler beiseite, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Bevor ich loslege, schauen wir uns mal die Tür an. Ihr seht schon, wir haben hier das Ganze in verschiedene Bereiche unterteilt, dass wir genau wissen, was wir wo aufgetragen haben. Ihr seht auch bestimmt hier immer diese Kratzerbereiche. Das heißt, die werde ich dann speziell auch nochmal einzeln behandeln. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. So. Am besten, wir fangen mal mit Diesel an. Und ihr seht schon, es ist so ein bisschen gelblich, ist aber tatsächlich mal so ein bisschen unterschiedlich von Tankstelle zu Tankstelle, je nachdem, was die für Additive da rein tun. Ja, ich tue jetzt hier mal so ein bisschen auftragen. Hier schön auf den Kratzer drauf. So. Ja, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wenn man jetzt getankt hat. Jawohl. Gut, das war der Diesel. Ah, da geht schon noch ein bisschen mehr. Vielleicht so. Jawohl, es hat ein bisschen mehr daneben gegangen. Okay, Nummer 1. Dann machen wir Benzin. Jawohl. Tun wir hier auch drauf. Schön auf die Kratzer auch. Man merkt auch gleich, das verdampft natürlich relativ schnell, weil die Tür relativ warm ist. Okay. Dann haben wir das AdBlue. Ist absolut geruchslos.
Man sieht schon, es ist tatsächlich so, als fühlt sich fast ein bisschen wie Wasser. Ist auch ein sehr hoher Wasseranteil dabei, mit über 60%. Dann stelle ich jetzt mal unsere Salzmischung her. Nehme dazu hier so ein bisschen warmes Wasser, was ich schon vorbereitet hatte. Jawohl. So, ich denke, das sollte reichen. Jetzt rühren wir das hier schön um. Ich lasse das mal noch ein bisschen einwirken, bis sich das wirklich aufgelöst hat. Nehmen wir als nächstes mal Wasser. Das haben wir hier unten. So, das AdBlue haut uns ab. So. Okay, also hier Wasser. Ihr seht schon, es schaut wirklich ganz ähnlich aus wie AdBlue. Jetzt nehme ich unsere Salzmischung, die hat sich jetzt auch schon ganz gut aufgelöst. So ganz komplett geht es nicht, weil einfach die Konzentration so hoch ist. Aber ich denke, das ist wirklich vollkommen ausreichend. Da bin ich natürlich auch gespannt, gerade was die Kratzer angeht, wie die sich verhalten. So. Aber wir könnten ja mal so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen verschärfen. Jawohl. Machen wir hier so richtig schöne Kruste drauf. So. Jawohl, volle Konzentration. Salz haben wir. So, jetzt kommen die klassischen Felgenreiniger. Gucken, dass das funktioniert. Jawohl. Sehr gut. Dann versuche ich das Ganze hier mal so ein bisschen abzuschirmen. Felgenreiniger kommt hier hin. Also das haben wir hier schön auftragen. Jawohl, großzügig natürlich. Schauen wir mal, was da drauf steht. Vor Gebrauch schütteln, habe ich vorhin schon gemacht. Vor der Anwendung auf unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen, haben wir jetzt nicht gemacht. Nicht auf nachlackierten Felgen haben wir nicht. In praller Sonne oder auf warmen Felgen antworten. Also man soll es nicht in praller Sonne oder auf warmen Felgen anwenden und vor Frost schützen. Also es geht hier jetzt auch nicht darum, dass wir bei diesem Test irgendwie die Marke schlecht machen wollen, sondern wir wenden das jetzt hier absichtlich falsch an. Also wirklich warme Materialien super lange einwirken lassen. Also genauso wie er es nicht machen soll, wo es auch wirklich hier hinten drauf steht. Wir wollen einfach nur zeigen, ob normale Materialien, die man so im Alltag verwendet, hier irgendwelchen Schaden anrichten können, wenn man es eben übersieht oder falsch benutzt. Gut, dann nehmen wir uns auch mal hier den Insektenentferner noch dazu. Jawohl. Boah, das riecht schon so richtig chemisch. Jawohl, ein bisschen andere Konsistenz. Man sieht schon, das ist so ein bisschen gelförmig hier. Das ist ein bisschen flüssiger. So, jetzt haben wir noch den Baumharz. Und der ist ja jetzt hier in getrockneten Form. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal erhitzen. Dazu habe ich mir hier so einen Heißluftföhn vorbereitet. Stelle ich mal auf 250 Grad, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Gut, jetzt habe ich erstmal alles aufgetragen und wir werden jetzt mit unserem Infrarotstrahler hier noch mal so richtig schön Wärme erzeugen, dass das richtig eingearbeitet ist, und dann werden wir auch unsere UV-Strahler aktivieren. Wir treffen uns dann gleich noch mal beim Versuchsaufbau, erkläre ich euch alles. Bis gleich. 30 Minuten sind nun vorbei, bei denen wir nochmal mit dem Infrarotstrahler hier wirklich massiv Wärme draufgegeben haben. Und ihr seht schon mal unseren hochprofessionellen Versuchsaufbau hier. Das ist also unser UV-Licht, jeweils 100 Watt, also 200 Watt insgesamt. Das ist dann also unser Solarium für die Tür. Damit simulieren wir wirklich eine massive Alterung, eine massive Sonneneinstrahlung und hoffen natürlich dann hier auch, dass das Material sich schön mit dem Lack verbinden kann. Und man sieht hier, glaube ich, schon mal ganz gut, was sich jetzt gegenüber den Aufnahmen am Anfang verändert hat. Der Harz selber, der wirkt hier so ein bisschen im UV-Licht grünlich. Der schaut jetzt ein bisschen aus wie Kleber. Hier unten sieht man, dass das Salz, das Flüssigsalz sich schon sehr, sehr stark wieder abgetrocknet ist, dass das Wasser verdampft ist. Hier sieht man so Schlieren, so ein bisschen ölig.
Beim Benzin kann ich im Moment nicht wirklich was feststellen. AdBlue schaut sehr interessant aus. Das hat sich sehr stark, sehr weiß abgebildet. Ich denke, das wird der synthetische Harnstoff sein. Unten drunter beim Wasser kann man vielleicht so ein paar einzelne Kalkflecken schon erkennen. Ganz besonders krass schaut eigentlich der Felgenreiniger aus. Auf den bin ich auch besonders gespannt dann hinterher beim Ergebnis. Und beim Insektenentferner, muss ich zugestehen, kann ich jetzt nicht viel erkennen. Aber vorhin so im Licht hat man da gesehen, das hat so ein bisschen wie so Klarlack ausgesehen auf dem Lack. Ihr könnt ja auch gerne mal in den Kommentaren unten schreiben, was ihr denkt, welches davon dem Lack am meisten Schaden zufügt. Wie gesagt, ungefähr 14 Tage werden wir das Ganze jetzt hier mal massiv mit UV-Strahlung bestrahlen. Jeden Tag von 7 bis 19 Uhr, also insgesamt 12 Stunden. Und ja, nachts dann nicht. Dann schauen wir uns mal gleich in den nächsten Sekunden und Minuten die Aufnahmen an. So, nun ist es endlich an der Zeit, uns mal das Ergebnis von unserem Experiment anzuschauen. Und gleich an dieser Stelle muss ich mal betonen, dass es nicht bei den angepeilten 2 Wochen geblieben ist, sondern wir haben das Ganze etwas weiter ausgestreckt, nämlich ziemlich genau 3 Monate mittlerweile. Hintergrund war der, dass wir zunächst 2 Wochen lang hier UV-Strahlung draufgegeben haben und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wir wollen es noch ein bisschen realistischer haben. Richtiges Sonnenlicht wäre vielleicht auch noch wichtig, also haben wir die Tür fast jeden Tag nochmal rausgebracht, wenn die Sonne geschienen hat, den ganzen Tag draußen ja, einwirken lassen, die Sonne, um eben hier ein realistischeres Ergebnis zu haben. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, so viele Videoideen von euch, dass wir tatsächlich die Tür so ein bisschen vergessen hatten im Lager. Und jetzt habe ich sie wieder rausgekramt, erstmal so ein bisschen abgestaubt und es ist an der Zeit, uns nun anzuschauen, wie denn nun diese 3 Monate gewirkt haben, diese Materialien, die wir aufgetragen haben. Ich bin wirklich mal gespannt vom Ergebnis. Wir fangen mal von euch gesehen links oben an mit dem Baumharz. Und man sieht hier schon, das Ganze wirkt sehr kleberähnlich. Es ist auch wirklich extrem hart, wenn man hier mit dem Fingernagel drüber geht. Man kann das nur so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal abbröckeln. Und wenn man dann genau hinsieht, ich habe hier so eine Stelle, dann sieht man schon so leichte Rückstände, die sich noch darunter gebildet haben. Und da bin ich natürlich auch mal gespannt, ob das dann nachher eben durch reines Waschen oder Putzen weggeht oder ob dann eben auch ja, Beschädigung vom Lack oberflächlich vorhanden ist. An den geriffelten Stellen selber kann ich jetzt hier, wo wir die Kratzer reingemacht haben, keinerlei Unterschiede feststellen. Schauen wir mal zu unserem Streusalz. Auch hier ähnliches Ergebnis. Ich kann jetzt hier keinerlei Verfärbung oder Rost feststellen und auch sonst keinerlei Spuren. Lässt sich relativ leicht lösen. Hatte ich jetzt eigentlich auch auf dem Lack jetzt nicht wirklich mit einem Schaden gerechnet, weil ja der Lack doch sehr, sehr stark eine sehr starke Schutzschicht hat. Eher jetzt hier im Bereich von den Stellen, wo wir einen Kratzer hinterlegt haben, aber auch da kann ich jetzt offensichtlich nichts feststellen. Gucken wir mal zum Diesel. Hier war mir eigentlich schon von vornherein klar, dass da vermutlich nichts am Lack passieren würde, weil wir hier ja ein ölhaltiges Material haben und spürt man noch so ein bisschen so einen leichten Ölfilm, aber ansonsten ist da nicht mehr wirklich viel vorhanden, auch nicht an den verkratzten Stellen. Es wirkt durch diesen Ölanteil eben hier etwas dunkler als es beispielsweise beim Benzin, aber ansonsten kann ich da jetzt aktuell nichts feststellen. Beim Benzin selber kann ich auch mit dem Finger nichts mehr feststellen, es scheint alles verdampft zu sein, hat auch keinerlei Schäden an den verkratzten Stellen offensichtlich ja, hier angewandt oder beziehungsweise ausgelöst. Dann schauen wir uns mal das AdBlue an, das steht ja auch im Verdacht, korrosiv auf Metall zu reagieren und auch hier, ja, es haftet doch tatsächlich sehr gut. Und ja, im Moment kann ich jetzt gerade keine Rückstände erkennen. Ja, doch vielleicht ganz leicht. Das schauen wir uns nachher mal an, wenn ich es abgewaschen habe. Keine rostigen Stellen aktuell sichtbar, zumindest offensichtlich. Dann haben wir unseren Wasserauftrag. Hier sieht man schon sehr stark die Kalkrückstände, die einfach bei uns im Leitungswasser vorhanden sind, die dann einfach austrocknen und der Rest Kalk übrig bleibt. Auch hier keinerlei Rostansätze, die ich irgendwie erkennen kann. Und ja, das ist so ein bisschen unser Highlight hier, das ist unser Felgenreiniger. Den hatten wir natürlich schon extrem massiv aufgetragen, wobei das jetzt hier fast ein bisschen heftiger ausschaut, als es am Anfang war. Ist komplett ausgetrocknet und hier sieht man schon, dass sich dieses Material, diese Säure, die da wahrscheinlich da drin ist, hier mit den Kratzern reagiert hat und schon für die ersten Rostansätze gesorgt hat. Hier bin ich auch mal gespannt, wenn wir tatsächlich diese Masse, die da noch vorhanden ist, wegmachen, ob dann auch hier der Lack noch angegriffen ist, irgendwie irgendwelche Rückstände vorhanden sind. Ja, dann haben wir noch unseren Insektenreiniger. Bei dem fällt es mir auch schwer,
irgendwelche Sachen noch zu erkennen. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Klarlack, der hier aufgetragen ist mit so einem Übergang von dem normalen Lack, aber selber spüren tue ich da nicht mehr viel. Ist nicht klebrig oder so. Und auch bei den verkratzten Stellen kann ich jetzt erstmal keinerlei Veränderung feststellen. Gucken wir uns jetzt natürlich auch mal an, wenn es gewaschen ist. Ja, apropos waschen, das wäre jetzt also der nächste Schritt. Wir werden jetzt mit ganz normalem handelsüblichen Autoshampoo hier diese Tür bearbeiten. Schauen uns mal an, wie leicht sich das lösen lässt, wenn wir einen Hochdruckreiniger verwenden. Unser Hochdruckreiniger, muss man allerdings dazu sagen, ist gewärmt, hat also gewärmtes Wasser. Das wird so ungefähr 60, 70 Grad haben. Also ein bisschen anders als euer haushaltsüblicher Dampfstrahler, den ihr vielleicht zu Hause habt. Dadurch sollte sich das etwas leichter reinigen, insbesondere hier das Harz. Aber trotzdem bin ich eben mal sehr gespannt, wie denn da sich die Rückstände hier an dieser Tür abbilden werden. Oh mein Gott. Ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen, ich wollte eigentlich hier mal schnell das Kreppband ablösen, damit ich wirklich die komplette Fläche reinigen kann. Allerdings ist das echt eine mühsame Arbeit. Hier sind richtig Gefitzel. Und ich glaube, ich erspare mir das jetzt einfach und gehe hier direkt mit dem Reinigungsmittel drüber. Ich habe ein normales pH-neutrales Autoshampoo, was wir hier im Autohaus auch immer verwenden. Das sprühe ich jetzt mal auf. Ja, lasst das Ganze jetzt mal 2 Minuten einwirken, dass auch hier die Reinigungsmittel so ein bisschen das Ganze anlösen können und dann gehen wir mal mit dem Dampfstrahler drüber. Erste kontaktlose Wäsche ist also abgeschlossen. Wir fangen wieder oben links an, schauen uns mal das Ergebnis an. Hier haben wir das Baumharz. Man sieht zwar trotz der wirklich sehr intensiven Bearbeitung durch diesen doch warmen Dampfstrahler, dass kaum Stellen entfernt wurden. Das Harz ist wirklich komplett durchgetrocknet, kleberähnlich. Man sieht hier teilweise Ablösungen. Ich versuche mal mit dem Fingernagel so ein bisschen drüber zu gehen. Also da sieht man schon noch, dass noch einiges vorhanden ist und obwohl ich mir wirklich Mühe gegeben habe. Hier müsste man sicherlich noch mal mit einem richtigen speziellen Harzlöser ran, um hier diese Flecken, diese massiven Harzflecken zu entfernen. Beim Streusalz selber sieht man hier, ich hoffe, ihr könnt es im Video erkennen, noch so Rückstände hier unten. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das noch Kalkrückstände sind, weil wir Leitungswasser verwendet hatten bei dem Streusalz oder ob das tatsächlich eben so Salzrückstände sind. Wenn ich hier links mit dem Finger so ein bisschen drüber gehe, dann geht es tatsächlich weg. Also wir werden dann nachher nochmal hier eine mechanische Wäsche durchführen mit so einem Waschhandschuh und einfach schauen, was dann noch tatsächlich weggeht. Beim Diesel hatten wir vorhin so einen leichten Schleier, so einen Ölschleier noch festgestellt. Das ist jetzt komplett weg. Ich würde sagen, hier sind wir also schon auf einem sehr, sehr guten Ergebnis. Nur noch hier die Kratzer, die so ein bisschen dunkler sind als auf der anderen Seite. Aber ich würde sagen, es hat sich auch angeglichen. Benzin war vorher schon relativ gut, habe ich nichts feststellen können. Ist jetzt im Moment auch immer noch so. Beim AdBlue selber hatten wir diese weißen Flecken. Da habe ich jetzt eben besonders nochmal drauf geachtet, ob man hier im Licht irgendwelche Ätzungen im Material sehen kann. Das ist nicht zu sehen von meiner Seite aus. Und auch hier an den angekratzten Stellen konnte das AdBlue also tatsächlich keinen Schaden anrichten. Beim Wasser war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass die Kalkflecken doch so hartnäckig sind und hier eigentlich durch diese handfreie Wäsche, durch den Dampfstrahler kaum verändert haben. Also ist wirklich noch komplett. Und wenn ich jetzt hier mit dem Finger drüber gehe, dann geht das tatsächlich weg. Aber wenn man sich das näher anschaut, ist hier schon noch so ein Rand vorhanden. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, wie weit wir da kommen mit dem Waschhandschuh. Beim Felgenreiniger war ich tatsächlich am meisten überrascht. Hier haben wir ja doch sehr starke Anrostungen gehabt, die man aber schon nach Aufbringen des Schaums sehen konnte, dass die sich so ein bisschen abgelöst haben. Man sieht schon noch so kleine Rückstände hier, was mich aber wirklich überrascht hat. Trotz dieses extrem langen Einwirkens des Felgenreinigers kann ich hier im Lack keinerlei, auch hier Ätzungen oder irgendwas sehen, oder dass sich das irgendwie abgesetzt hat. Hier sieht man sogar, wie dann die Säure von dem Felgenreiniger das Kreppband angegriffen hat und die Farbe rausgezogen hat. Hier unten sieht man noch so leichte Schlieren vom Insektenreiniger selber, aber diese, ich sage jetzt mal, lackähnliche Struktur kann ich nicht mehr erkennen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier eine Zusammenwirkung des Felgenreinigers in Kombination mit dem Insektenreiniger ist oder ob es einfach noch ein bisschen Rückstände sind. Werden wir uns jetzt gleich auch nochmal anschauen. Ja, das hätte ich gesagt, wir waschen jetzt die Tür nochmal komplett mit der Hand und gucken uns dann hinterher das Ergebnis an. Gleicher Reiniger, nochmal komplett von vorn.
Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir jetzt die Tür nochmal hier hintrapiert. Mit dieser Beleuchtung lassen sich auch diverse Schattierungen im Lack besser erkennen. Und wir fangen jetzt mal wieder bei unserem Baumharz an. Ich habe hier oben mal ganz bewusst versucht, einige Rückstände, die sich mit dem Waschen nicht entfernen ließen, mechanisch abzulösen. Man kann es, glaube ich, noch ganz gut erkennen. Hier habe ich noch ein bisschen mehr übrig gelassen. Hier habe ich versucht, so viel wie möglich zu entfernen. Und vielleicht kann es mal sehr gut einfangen. Man sieht hier doch relativ stark noch Umrandungen, also hier oberflächliche Anlösungen im Klarlack. Hier müsste man also auf jeden Fall noch mit einer Politur oder nochmal Knete nacharbeiten, damit man das hier entfernen kann, sonst würde man auf jeden Fall Rückstände sehen. Und das war tatsächlich auch das Material, das sich wirklich am schwersten ablösen lässt. Hier definitiv die Empfehlung, so schnell wie möglich Harz entfernen, am besten euer Auto gar nicht irgendwo unter irgendwelchen Bäumen parken, speziell eben dann im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dann tropfen die teilweise auch und sprühen auch ja, in einem relativ großen Radius runter. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Material, was euren Lack sehr schnell beschädigen kann, auch wenn das jetzt hier im ersten Blick harmlos erscheint. Dann haben wir das Streusalz, für mich so ein kleiner Überraschungskandidat. Hier hätte ich ja doch schon erwartet, dass speziell die beschädigten Stellen sehr stark korrodieren würden, weil die Belastung durch das Salz eben sehr hoch ist. Aber hier sind irgendwie so kaum Rückstände bzw. gar keine Rückstände für mich zu erkennen. Ich sehe auch keinerlei Anlösungen im Lack, keinerlei Rostansätze. Also hier hat der Lack von Mazda wirklich extrem gut gearbeitet und konnte diesem Salz widerstehen. Nichtsdestotrotz natürlich auch hier die Empfehlung für euch, gerade eben nach so einem Winter mit sehr viel Salzeinsatz, ganz wichtig, immer das Auto auch mal eine Unterbodenwäsche machen und auch von außen regelmäßig diesen Salz abwaschen, dass das so wenig wie möglich auf dem Lack ist, weil es eben dann auch speziell mit Kratzern oder Steinschlägen schnell zusammenarbeiten kann und daraus eben auch Rost entstehen kann. Dann haben wir hier Benzin und Diesel. Da war eigentlich schon von meiner Seite eigentlich zu erwarten, dass wir hier kaum Rückstände sehen, aber auch da ist es natürlich so, dass da manche Kunden eben Bedenken haben, was ist, wenn man beim Tanken mal was überläuft, überschwappt. Muss man das jetzt wirklich sofort abwischen? Da hatten wir auch schon einige YouTube-Videos für euch hochgeladen und dann kam sofort, da ist ein Tropfen draufgekommen. Ihr seht schon hier keinerlei irgendwelche Rückstände zu sehen. Auch im Lack konnte ich also nichts sehen, was man jetzt hier nachbearbeiten müsste. Auch hier ist der Lack wirklich sehr robust, selbst an den Stellen, die wir hier beschädigt haben. Kommen wir nun zum AdBlue und da war ich jetzt tatsächlich überrascht. Am Waschplatz selber hatte ich gedacht, oh krass, alles weg. Aber jetzt in dem Licht sieht man hier doch sehr deutliche Schatten noch vom AdBlue und ich versuche das mal hier so ein bisschen zu markieren. Hier sieht man oberflächlich sehr fein, aber doch vorhandene Anlösungen im Klarlack, die man auf jeden Fall noch nachbearbeiten müsste. Es ist also nicht so stark wie jetzt beispielsweise beim Baumharz oder wie wir das jetzt nachher noch beim Felgenreiniger sehen werden. Aber definitiv nichts mehr, was man jetzt irgendwie noch oberflächlich reinigen könnte, ist also im Klarlack vorhanden. Also tatsächlich hier AdBlue, wenn da bei euch irgendwas übergetropft, übergelaufen ist, wischt es wirklich so schnell wie möglich weg oder verdünnt es mit Wasser, dass das auf jeden Fall wegkommt. Denn dieses AdBlue kann tatsächlich bei langer Haftung auf dem Lack euren Lack beschädigen. Beim Wasser hatte ich einen ähnlichen Eindruck wie beim AdBlue beim Waschplatz. Allerdings auch hier unter der näheren Betrachtung sieht man schon noch sehr deutliche Kalkränder. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Also hier zum Beispiel sieht man ja, wie so einen kleinen See am Rand noch hier Ablösung. Und die ließen sich jetzt also weder mit der kontaktlosen Wäsche als auch mit der Handwäsche nicht lösen. Hier müsste man also entweder mit einem Kalkentferner arbeiten, versuchen das nochmal irgendwie hinzubekommen. Aber das sind tatsächlich auch die Themen, die man wirklich hier wieder mechanisch lösen müsste, beispielsweise eben mit einer Politur. Und genauso ist es wichtig, dass ihr eben, wenn ihr eine Fahrzeugwäsche macht, das eben nicht in der größten Sommerhitze macht, direkt in der Sonne, sondern wirklich im Schatten und versucht natürlich, das so schnell wie möglich entweder abzuledern oder irgendwie abzustreifen, dass eben keine Kalkflecken hier entstehen. Oder eben mit einem speziellen demineralisierten Wasser hinterher das Ganze abzudampfen, dass eben solche Kalkflecken an eurem Auto nicht haften bleiben. Schauen wir uns nun mal den Felgenreiniger an. Hier hatten wir am Anfang sehr starke Rosterscheinungen, die sich durch Waschen gut entfernen ließen. Aber wenn man wirklich ins Detail schaut, sieht man hier schon insbesondere sehr fein an den Kanten des beschädigten Lacks, dass noch Rostrückstände vorhanden sind, die sich jetzt durch reines Waschen nicht mehr entfernen ließen. Hier müsste man auf jeden Fall nacharbeiten, damit dieser Rost nicht weiterarbeiten kann. Besser noch wäre, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Zum einen mal den Felgenreiniger nicht so lange aufgetragen zu lassen, sondern eben nach den entsprechenden Anweisungen der Flasche zu behandeln. Und ganz wichtig, solche Sachen auch nicht am Fahrzeug einfach so weiterarbeiten zu lassen, sondern hier zu versiegeln. Wir haben euch da kürzlich auch ein Video hochgeladen zum Thema Lackschaden oder Steinschlagreparatur, verlinke ich euch mal da oben. Da geht es im Endeffekt darum, dass ihr ganz einfach mit einem Lackstift von Mazda solche Kratzer oder auch Steinschläge austupfen könnt. Das Ganze wird dann
hinterher deutlich besser versiegelt sein, auch resistenter gegen solche Felgenreiniger und gleichzeitig schaut es natürlich noch ein bisschen besser aus und man sieht dann solche Kratzer eben nicht mehr so stark. Im Lack selber konnte ich jetzt tatsächlich nur sehr wenige Schatten feststellen. Da hätte ich tatsächlich jetzt gedacht, dass der Felgenreiniger unseren Lack hier deutlich mehr angreift. Man sieht hier zwar so einzelne Schatten, aber ich glaube, das kommt von den Kratzern, die dieser Tür zugefügt wurden in dem vorherigen Leben. Wir haben die Tür ja aus dem Schrottcontainer rausgeholt. Also es sind wirklich, wenn überhaupt, ganz, ganz minimale Anlösungen zu finden, aber wirklich sehr, sehr schwierig. Die anderen sind da deutlich stärker zu sehen. Bleibt noch unser Kandidat Insektenentferner. Auch hier hatte ich durchaus mit größeren Schäden gerechnet. Man sieht ja auch häufige Autos, bei denen dann beispielsweise eben die Lackierung vorne matt wird oder beispielsweise auch die Scheinwerfer regelrecht stumpf werden. Aber anscheinend ist unser Lack hier da wirklich sehr resistent gegen dieses Material. Und auch hier in den beschädigten Stellen kann ich gar keine Rostansätze in irgendeiner Form feststellen. Hier hat der Lack also wirklich standgehalten. Zusammenfassend muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen, dass ich extrem überrascht über das Ergebnis heute bin. Ich hatte tatsächlich mit deutlich gravierenderen Schäden gerechnet. Und ganz klar, man sieht schon, dass die Materialien den Lack beschädigt haben teilweise, wenn man im Licht schaut. Aber es ist nichts dabei, was man jetzt nicht irgendwie durch Polieren beispielsweise retten könnte. Also es ist definitiv für euch immer noch eine zweite oder dritte oder vierte Chance vielleicht noch vorhanden, wenn ihr tatsächlich mal was übersehen habt. Aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das ist jetzt kein Freibrief, das einfach bei euch mal selber auszuprobieren. Zum einen mal ist es jetzt hier ein Matzerlack, das kann also bei ganz anderen Autoherstellern auch anders ausgehen. Und zum anderen sollten diese Sachen auch wirklich immer so schnell wie möglich vom Auto entfernt werden. Wenn ihr allerdings das tatsächlich mal irgendwie übersehen solltet, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, was passiert, wenn es passiert. Und wie ihr seht, war ich überrascht, dass tatsächlich der Lack eben so widerstandsfähig ist. Was mich an dieser Stelle noch sehr freuen würde, ist, wenn ihr uns ein Like da lasst für dieses Video, wird uns wirklich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, verpasst es nicht, unten die reinzuschreiben. Wir versuchen da immer so schnell wie möglich darauf zu antworten. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Und die Glocke zu drücken, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!